So, was noch sehr, sehr wichtig ist beim Autofahren ist, dass man Verkehrszeichen erkennt. Viele Fahrschüler sehen die Verkehrszeichen nicht, weil sie nicht weit genug nach vorne schauen. Wenn ich beispielsweise nach rechts oder nach links abbiege, ist es wichtig, dass ich immer weiß, ob ein Verkehrszeichen in der Straße steht, in die ich einbiegen möchte und vor allem auch welches. Beispielsweise dieses Schild Einbahnstraße. Das bedeutet für mich, dass ich, wenn ich das erkenne, weiß, dass wenn der Prüfer zu mir sagt, nächste links, ich mich in der Straße zum Abbiegen nach links einordnen muss. Grundsätzlich fahren wir rechts, aber wenn ich abbiegen möchte, muss ich mich nach links hinstellen. Ebenfalls wichtig als Verkehrszeichen ist dieses hier, Verbot der Einfahrt. Wenn ich dieses Verkehrszeichen bei mir auftauchen sehe, dann bedeutet es, ich darf da nicht weiterfahren. Das gilt auch für Fahrradfahrer, also für uns Autofahrer ist dann wichtig, dieses Verkehrszeichen. Dieses Verkehrszeichen bedeutet Verbot der Einfahrt für Kraftfahrzeuge aller Art. In Nürnberg gibt es zum Beispiel ein paar Stellen, wo dieses Schild einfach plötzlich auftaucht, wenn ich geradeaus fahre, und dann erwartet der Prüfer, dass man dieses Verkehrszeichen sieht und selbstständig nach links oder rechts abbiegt. Man kann sich aussuchen, wohin. Ich persönlich würde, wenn möglich, immer rechts abbiegen, denn das ist das einfachere Abbiegen als nach links. Ihr fragt euch vielleicht, ja, warum steht es mitten auf der Straße? Meistens ist unten noch ein Zusatzschild anliegerfrei, sodass da nur die Anlieger fahren dürfen, aber ihr in der Prüfung eben nicht. Dieses Schild steht am anderen Ende einer Einbahnstraße. Auch dieses Schild bedeutet für euch, dass ihr nicht hineinfahren dürft. Also, wenn ihr auf so ein Schild zufahrt, bitte nicht weiterfahren, sondern selbstständig abbiegen. Und wenn man dann ganz weit nach vorne schaut, sieht man schon ein schönes rotes Verkehrszeichen in die Straße, ich nicht hineinfahren darf. Aber rechts davon steht ein Schild Einbahnstraße. Der Prüfer sagt hier gerne nächste links. Also fahre ich zuerst einmal rechts in die Einbahnstraße, blinke dann nach links und ordne mich zum Abbiegen auch nach links ein. So, ich habe nach Vorfahrt vor dem Auto, das von links kommt. Ich habe aufgepasst, dass auf dem Zebrastreifen keiner über die Straße wollte. Der Fahrradfahrer war für mich auf der rechten Seite noch weit genug weg. Deswegen konnte ich zufahren. Dieses Einbahnstraßenschild. Ich mache hier einen Spiegelschulterblick, schaue nochmal genau und sehe das Verkehrszeichen auch nochmal. Das bedeutet jetzt beim Linksabbiegen, ich ordne mich weit nach links ein. Wichtig ist aber, dass ich nicht zu früh jetzt nach links lenke, denn sonst würde ich den Verkehr von links schneiden und deswegen auch hier dann einen großen Bogen fahren. Und dann sieht man schon wieder dieses schöne Schild, Verbot für Kraftfahrzeuge aller Art, anliegerfrei. Also wir blinken und biegen ab. Wir wollen die nächste nach links abbiegen. Um diese Situation richtig zu meistern, muss ich beim Linksabbiegen schon ein bisschen mitdenken. Dieses Linksabbiegen ist, wie wir sehen, nur von einer Spur möglich und in der Mitte der Kreuzung sehen wir auch die gestrichelte Linie, an der wir links vorbeifahren, um schön abbiegen zu können. Von daher ist dieses Linksabbiegen kein Problem. Wenn wir aber dann abbiegen, werden wir auf der linken Seite sehen, dass so ein blauer Pfeil schräg nach rechts zeigt, was bedeutet, wir müssen, wenn wir abbiegen, rechts an dieser Stelle vorbeifahren. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass aus dieser Seite keiner rausfahren kann.
Es gibt also hier eine Spur, die reinwärts führt und eine, die rauswärts führt. Wir befinden uns auf der Reinwärtsspur, was sozusagen, obwohl kein Schild da ist, eine Einbahnstraße ist. Wenn wir also links abbiegen, und das wollen wir, müssen wir uns auf jeden Fall mal links einordnen. Jetzt steht hier kein Verkehrszeichen, das bedeutet, es gilt rechts vor links. Das mache ich sehr langsam im ersten Gang und sehe, dass von rechts ein Auto kommt. Und dann werde ich wieder in meiner unteren rechten Ecke anhalten. So, ich sehe jetzt für mich, dass ich, wenn ich Gas gebe, da vorbeikomme. Also ich habe zuerst nach rechts gesehen, nach vorne gesehen. Ich habe Fußgänger und Fahrradfahrer nach dem Lenken beobachtet und gesehen, dass niemand da ist. Und dann durfte ich erst abbiegen. Eine sehr durchfallkräftige Kreuzung, sage ich mal, denn die Straße, von der wir kommen, ist relativ breit und es wird sehr, sehr gerne vergessen, dass rechts vor links ist. Man ist gerne zu schnell und übersieht ganz gerne etwas. Also, einmal links einordnen, weil da in dieser Straße keiner kommen kann, und dann auf alles achten, denn wir, wenn wir links abbiegen, müssen auf so ziemlich alle achten, außer die Autos, die von links einfahren.